Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Esther und ich zeige euch heute ein super schnelles Rezept für Apfeldonuts mit Vanillesoße. Für die Donuts braucht ihr nur ganz wenige Zutaten. Einen fertigen Blätterteig, 2 große Äpfel, ein verquirltes Ei, eine Zimt-Zucker-Mischung und für die Dekoration ein bisschen Puderzucker und Vanillesoße. Als erstes starte ich mit meinen Äpfeln. Die sind extra groß, weil wir jetzt große Scheiben brauchen. Da schneide ich jetzt wirklich so ein paar dicke Scheiben runter. Und dann habe ich hier so einen Ausstecher. Da entferne ich jetzt das Kerngehäuse. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, dass die Scheiben auch nicht brechen. Dann habe ich hier so wunderbare Apfelringe. Die wälze ich jetzt einmal in meiner Zucker-Zimt-Mischung. Schön von beiden Seiten. Und das mache ich jetzt auch noch mit den restlichen Scheiben. Welche Apfelsorte ihr nehmt, bleibt euch überlassen. Ich habe jetzt hier einen Braeburn, der ist so ein bisschen säuerlich. Ihr könnt aber auch jede andere Sorte nehmen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr die Zucker-Zimt-Mischung gleichmäßig auf den Apfelringen verteilt. Ich schnappe mir jetzt meinen fertigen Blätterteig. Jeder, der Blätterteig schon mal selber gemacht hat, weiß, dass es super aufwendig ist. Deswegen nehmt einfach einen aus dem Kühlregal, man schmeckt den Unterschied nicht und das Ergebnis ist einfach gut. Ich schneide jetzt meinen Blätterteig hier in etwas breitere Streifen. Und mit denen umwickele ich dann die vorbereiteten Apfelscheiben. Ich nehme jetzt so einen Streifen vom Blätterteig, schnapp mir meinen Apfelring und wickel den Streifen so ein bisschen überlappend um den Apfelring rum. Das mache ich so lange, bis der Apfelring komplett bedeckt ist. Ich brauche da so 3, 4 Streifen. Aus einer Rolle fertigen Blätterteig bekommt ihr ungefähr 4 bis 5 von den Apfelringen. Ich habe die jetzt alle soweit fertig gemacht, habe hier mein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Die setze ich jetzt einfach hier drauf. Und dann, ganz wichtig, kommt jetzt nochmal eine kleine Schicht mit einem verquirlten Ei. Die sorgt dafür, dass der Blätterteig so richtig schön aufgeht und knusprig im Ofen backen kann. Mich erinnern diese Apfeldonuts immer ein bisschen an Apfelstrudel, nur dass das hier einfach super schnell geht. Und damit meine Apfeldonuts auch so richtig schön knusprig und goldbraun werden, habe ich hier noch mal ein bisschen Zucker-Zimt-Mischung. Die streue ich jetzt hier noch mal kurz drüber. Meinen Ofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und da kommen meine Apfeldonuts jetzt rein. 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und dann sind meine Donuts schon fertig. Die sind richtig, richtig goldbraun geworden, perfekt aufgegangen. Am besten genießt ihr die auch tatsächlich direkt lauwarm. So schmecken sie am besten. Zu meinen Apfeldonuts passt am besten ein bisschen Puderzucker. Und wer mag, nimmt noch ein bisschen Vanillesoße. Meine Apfeldonuts sind jetzt immer noch schön lauwarm und ich kann jetzt endlich probieren. Und diese knusprige Hülle merke ich schon. Dieser knusprige Mantel, ganz weicher Apfel mit der Vanillesoße, die perfekte Ergänzung. Schmeckt richtig, richtig gut. Meine Apfeldonuts sind blitzschnell gemacht, schmecken wie ein Apfelstrudel. Viel Spaß beim Nachmachen.